before we proceed to our special line of meditations, may I just say a word about the nature of this ministry? Bevor wir unser Hauptthema für diese Zeit beginnen, lasst mich ein kurzes Wort über den Sinn dieser Zeit sagen. Of course, the one object in view is the glory of the Lord Jesus. Das einzige Ziel, das wir vor uns haben, ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. That stands over everything. Dieses Ziel steht über allen anderen. But as to the method of the ministry, Aber was die Methode der Wortverkündigung anbelangt, this is not strictly a time for preaching. so ist diese Zeit hier nicht eigentlich für Predigten bestimmt, It is a time especially for instruction in the things of the Lord. sondern es soll eine Zeit der Belehrung in den Dingen des Herrn sein. That means that there is a work side to it. Das heißt, dass dieser Dienst hier eine Arbeitsseite hat. It is something that we have to apply ourselves Nämlich etwas, das wir selber anwenden müssen and work in the Word of God. und das wir selber im Worte Gottes arbeiten müssen. But when we have said that, of course it is a time for exhortation. Aber wenn wir das gesagt haben, müssen wir beifügen, dass es natürlich eine Zeit der Ermahnung ist And a time for encouragement in the spiritual life. und eine Zeit der Ermutigung im geistlichen Leben. Having said that, let us come to the Word. Und nachdem wir das gesagt haben, lasst uns den Worten zuwenden. In the letter to the Hebrews, Im Hebräerbrief, chapter 3, Kapitel 3, verse 1, Vers 1, Wherefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, verse 14, Vers 14, we are become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our confidence firm unto the end. denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir an den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Now, in accordance with what I said just now about working, we are going to work for a minute or two with one word. Wie ich vorher sagte, dass wir arbeiten wollen, so wollen wir uns jetzt mit einem Wort beschäftigen. In the two verses which we have read, this one word occurs. Dieses Wort kommt in den beiden Versen vor, die wir gelesen haben. In this translation, it is the word partaker. In der Übersetzung, die wir vor uns haben, heißt es Genossen. Partakers of a heavenly calling, Genossen einer himmlischen Berufung partakers with Christ. und Genossen des Christus. That one Greek word is translated into a number of other words in our New Testament. Dieses selbe griechische Wort wird im Neuen Testament durch verschiedene Worte übersetzt. As here, it is partakers. Hier wird es mit Genossen übersetzt. And in two other places in this letter to the Hebrews, it is so translated. Und noch an zwei anderen Stellen im Hebräerbrief wird es ebenso übersetzt. Chapter 6 and verse 4, Kapitel 6, Vers 4 and chapter 12 and verse 8. und Kapitel 12, Vers 8. I'm not going to read all these verses, Ich will all diese Stellen jetzt nicht lesen, or we should do nothing else all the morning. sonst würden wir den ganzen Vormittag damit verbringen. In Luke's Gospel, chapter 5 and verse 7, Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 7, the same word is translated partners. wird dieses selbe Wort als Partner übersetzt. In the first chapter of Hebrews again, and verse 9, it is translated fellow. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 9, wird es mit
Genossen oder Kameraden übersetzt. God hath anointed thee above thy fellow. Gott hat dich getauft über deine Genossen geführt. It is the same word, Es ist dasselbe Wort, above thy partakers, über deine Gefährten, thy partners, deine Partner, above thy fellow. über deine Kameraden. And in other forms, the word occurs quite a number of times in the New Testament. Und in anderen Formen kommt dieses Wort noch an verschiedenen anderen Stellen im Neuen Testament vor. In Hebrews 2:14 it is take part of. In Hebräer 2,14 heißt es von teilhaftig sein. A number of times in the first letter to the Corinthians it is be partakers of. An verschiedenen Stellen im 1. Korintherbrief heißt es, dass wir Teilnehmer sein sollen. Again in Hebrews 7:13 it is pertain unto. Und in Hebräer 7, Vers 13 heißt es angehören. You will see that in every case it refers to a relationship. Ihr werdet sehen, dass an jedem Ort hier eine Beziehung festgehalten wird. I have looked very carefully into this word, Ich habe dieses Wort hier sehr genau angeschaut and I have found that its true and deepest meaning is not given us in many of these translations. und ich habe herausgefunden, dass eine wahre und tiefste Bedeutung nicht in diesen üblichen Übersetzungen enthalten ist. It ought to be translated into the word companions. Es sollte eigentlich durch das Wort Gefährten übersetzt werden. So that what we ought to read is this: Wie wir dies also lesen sollten, wäre folgendes: Holy brethren, companions of a heavenly calling. Heilige Brüder, Gefährten einer himmlischen Berufung. We are become companions of Christ Wir sind Gefährten Christi geworden, if we hold fast. wenn wir festhalten. So putting these two verses together, Wenn wir also diese zwei Verse zusammenfassen, we are going in these days to be occupied with companions of Christ and the heavenly calling. werden wir uns in diesen Tagen damit befassen, dass wir Gefährten Christi und einer himmlischen Berufung sind. Companions of Christ Gefährten Christi and companions of the heavenly calling. und Gefährten der himmlischen Berufung. This idea of companions runs right through the Bible. Dieser Gedanke des Gefährteseins umspannt die ganze Bibel. Behind everything that is official in relationship to the Lord, there is always a personal element. Hinter allem, was über den Herrn Jesus als offizieller Person gesagt wird, bewegt sich dieses Wort. Remember Abraham. Erinnert euch an Abraham. Abraham was a great servant of the Lord, Abraham war ein großer Diener des Herrn and he served the Lord very faithfully. und er diente sehr treu seinem Herrn. But the deepest thing about Abraham was that he was God's friend. Aber das Tiefste an Abraham war, dass er Gottes Freund war. God spoke of Abraham as my friend. Gott bezeichnete Abraham als seinen Freund. That carries with it this idea of companion of God. Dieses Wort enthält diesen Gedanken des Gefährten Gottes. Moses was a great servant of the Lord. Auch Mose war ein großer Diener Gottes. The Lord often spoke of Moses as Moses my servant. Und oft bezeichnete Gott Mose als seinen Knecht. But we know that there was something deeper in it than that. Aber wir wissen, dass darin noch etwas Tieferes lag. God spoke with Abraham as a friend speaking to his friend. Gott sprach mit Mose, wie ein Mensch mit seinem Freunde spricht. There was a very intimate relationship between God and Moses and God. Es bestand eine innige Gemeinschaft zwischen Gott und zwischen Mose und Gott. In reality, Moses was a companion of the Lord.
In Wirklichkeit war Mose ein Gefährte Gottes. And what about David? Und wie steht es denn mit David? Say many things about David, Wir hören viele Dinge über David, but the greatest thing he ever said was, he's a man after my own heart. aber das Größte, was über ihn ausgesagt wurde, ist, dass ein Mann nach Gottes Herzen war. And that is the meaning of a companion of the Lord. Und das ist die eigentliche Bedeutung eines Gefährten des Herrn. Now when the Lord Jesus came onto this earth, Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, he chose his disciples and apostles on the basis of companionship. wählte er seine Jünger und Apostel aus dem Grund dieser Stellung als Gefährte. Call them disciples if you like. Ihr könnt sie Jünger nennen, wenn ihr wollt. Those who had got to enter the school of Christ and be taught. Jeder, die in die Schule Christi eintreten sollten und gelehrt werden mussten. Call them apostles if you like. Oder nennt sie Apostel, wenn ihr wollt. Those who were to be sent forth by him. Jede, die durch ihn ausgesandt werden sollten. But the deepest thing in their relationship to him was that they were his companions. Aber das Tiefste in ihrer Beziehung zum Herrn war, dass sie seine Gefährten waren. Toward the end of their time he said, Ye are they which have continued with me in my tribulation. Gegen das Ende seines irdischen Lebens sagte er von ihnen, ihr seid jene, die mit mir weitergefahren sind in meinen Trübsalen. Companions in life and companions in suffering. Gefährten im Leben und Gefährten im Leiden. When we come to the church, it is not some official ecclesiastical institution. Und wenn wir die Gemeinde betrachten, so geht es nicht um eine offizielle kirchliche Organisation. That's very cold. Das ist etwas sehr Kaltes. That is very formal. Das ist etwas rein Formelles. That is very distant. Und das ist etwas weit Entferntes. But when the Lord speaks about His church, He always speaks of it in terms of love. Aber wenn der Herr von seiner Gemeinde spricht, spricht er immer in Liebe von dir. Church of God, which He purchased with His own blood. Die Gemeinde Gottes, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Christ loved the church and gave Himself for it. Christus liebte die Gemeinde und gab sich selbst für sie dahin. Perhaps we've got to recover this idea about the church. Vielleicht müssen wir diesen Gedanken betreffend die Gemeinde wiedererlangen. It is called to be the companion of Christ. Sie ist berufen als Gefährte Christi. Its deepest relationship with Him is a heart relationship. Ihre tiefste Beziehung zum Herrn ist eine Herzensbeziehung. Just to be His companions in life, in work, in suffering and in glory. Einfach seine Gefährten zu sein im Leben, in der Arbeit, im Leiden und in der Herrlichkeit. Now, having said a word about the idea of companions, Nachdem wir nun ein Wort gesagt haben über diesen Grundgedanken des Gefährteseins, let us go on in the second place to think of the purpose of companions. lasst uns weiterfahren und ein Wort sagen über das Ziel des Gefährteseins. The Bible is a book of one purpose. Die Bibel ist ein Buch, die nur ein Ziel hat. That one purpose lies behind all its stages and all its phases. Und dieses eine Ziel steht hinter all seinen verschiedenen Stadien und Zeiten. That one purpose lies behind creation. Diese eine Absicht liegt hinter der Schöpfung. It lies behind divine foreknowledge. Die liegt auf dem Grund oder hinter der göttlichen Vorkenntnis. It lies behind election. Diese Absicht liegt hinter der Erwählung. It lies behind the persons whom God chose. Die liegt hinter den Menschen, die Gott erwählt. It lies behind all the movements of God through the Bible. Die liegt hinter allen Handlungen Gottes in der Bibel. It lies behind all the figures and all the types. Ja, die liegt hinter allen Symbolen und Typen. It lies behind the three main sections of the Old Testament. Diese Absicht liegt hinter den drei Hauptteilen der Bibel,
the section of priesthood, dem Abschnitt des Priestertums, followed by the section on kingship, dem der Abschnitt der Königsherrschaft folgt, and then followed by the section of the prophets. und dem weiter der Abschnitt des Prophetentums folgt. Those three sections comprise the Old Testament. Diese drei Abschnitte bilden zusammen das Alte Testament. Behind everything in the Old Testament lies one purpose. Hinter allem im Alten Testament steht diese eine Absicht Gottes. In the Bible, God is revealed as a God of purpose. Die Bibel zeigt uns Gott als einen Gott, der seine festen Pläne hat. Ever moving in His sovereignty as governed by this one purpose. Und der souverän fortschreitet gemäß seines Planes. What is this one purpose in and through all? Was ist denn diese eine allumfassende Absicht in und durch alles? It is centered in God's Son. Diese Absicht hat ihren Mittelpunkt in Gottes Sohn. In all things, God had His Son alone in view. In allen Dingen hatte Gott seinen Sohn allein im Auge. The all things is a very comprehensive term. In allen Dingen umfasst sehr viel. But all is comprehended by God's Son. Aber alles ist eingeschlossen oder umfasst durch Gottes Sohn. As we are going to dwell very much in this letter to the Hebrews, Indem wir sehr viel uns mit diesem Hebräerbrief befassen werden, take note of this very chapter at the beginning of this letter. achtet auf dieses Wort ganz am Anfang dieses Briefes. The first great statement is concerning all God's past ways and methods. Die erste große Feststellung hier bezieht sich auf Gottes Methoden und Wege. In time past, God moved by this means and by that means, in this way and in that way. In der Vergangenheit hat Gott auf diese und jene Art gewirkt, auf diesen und jenen Wege gehandelt. But at the end of those times, He concentrates in His Son. Aber am Ende dieser Zeiten konzentriert sich auf seinen Sohn. He gathers all that up together and focuses it in His Son. Fasst alles jenes in der Vergangenheit zusammen und bringt es in seinem Sohn in Fülle zum Vorschein. The Son of God comprehends the whole of the Old Testament. Der Sohn Gottes umfasst alles, was im Alten Testament enthalten ist. And all of God's ways in the Old Testament. Und schließt alles, was Gottes Wege im Alten Testament anbetrifft, in sich ein. And then to emphasize that, Und dann, um das zu betonen, this letter goes on through the first two chapters to bring the greatness of God's Son into view. fährt dieser Brief in den beiden ersten Kapiteln fort und zeigt uns die Größe des Sohnes Gottes. You know the wonderful things said about God's Son in the first chapter. Ihr wisst, wie groß diese Beschreibung des Sohnes Gottes ist im ersten Kapitel. Here is the one who is above all others, Hier finden wir denjenigen, der über allen anderen steht, who comprehends all else in the thought of God. der alles andere übersteigt in den Gedanken Gottes. So God's interest in His Son is brought before us right at the beginning. Gottes Interesse an seinem Sohn wird uns hier von Anfang an klar gezeigt. And the declaration is that God's purposes all center in His Son. Und es heißt hier ganz deutlich, dass alle Absichten Gottes in seinem Sohne ihren Mittelpunkt haben. That Son is now known unto men as Jesus Christ. Und dieser Sohn wird jetzt den Menschen bekannt gemacht als Jesus Christus. But the point here is this. Aber worauf es hier ankommt, ist dies. Having introduced and presented the Son, Nachdem seinen Sohn eingeführt und gezeigt hat, and having magnified the Son, und nachdem seinen Sohn groß gemacht hat, the Holy Spirit, through the writer, goes on in this way. geht der Heilige Geist durch den Schreiber dieses Briefes folgendermaßen weiter. And there ought to be no break in chapters here. Und es sollte hier keine Teilung der Kapitel sein. Wherefore, Deswegen, for this reason,
Aus diesem Grunde, Because of this. deshalb, Because of God's purpose concerning His Son. wegen des Planes Gottes in seinem Sohne, Because of the infinite greatness of the Son. als Folge der ungeheuren Größe seines Sohnes, Greater than all others and all else. der größer ist als alle andere und alles andere. For that reason, holy brethren, you are called into companionship. Aus diesem Grunde, heilige Brüder, seid ihr berufen zu seinen Gefährten, Companionship with God's Son. zu Gefährten mit Gottes Sohne And companionship in the heavenly calling of God's Son. und Gefährten in der heiligen Berufung in Gottes Sohne. Now we come to our third point in this connection. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt in diesem Zusammenhang. There are two principles related to divine purpose throughout the Bible. Es sind zwei Prinzipien enthalten in diesem göttlichen Plane, der in der ganzen Bibel zum Ausdruck kommt. The first is what we have just pointed out. Der erste Punkt ist jener, den wir bereits erwähnt haben. God works ever and always and only in relation to His purpose. Gott wirkt immer und zu jeder Zeit und einzig in Beziehung auf sein Schlussziel. The statement of the Apostle Paul is about God that He worketh all things after the counsel of His own will. Paulus sagt davon, dass Gott immer das wirkt, was mit seinem Willen übereinstimmt. And that will is centered in His Son. Und dieser Wille hat seinen Mittelpunkt in Gottes Sohn. He therefore works ever, always and only in relation to His Son. Er wirkt deshalb immer und allein in Beziehung auf seinen Sohn hin. The Bible contains almost uncountable things. Die Bibel enthält sozusagen unzählige Dinge. What a great mass of things there are in the Bible. Welch eine ungeheure Zahl von Dingen finden wir in der Bibel. Things which God created and things which God used. Dinge, die Gott geschaffen hat und die Gott gebraucht. And then what a lot of persons there are that God laid His hand upon. Und wie viele Menschen gibt es, auf die Gott seine Hand gelegt hat? A whole multitude of persons. Eine ungeheure Menge von Menschen. And then how many are the different ways that God went to realize His purpose. Und wie verschieden sind die Wege, die Gott gebraucht hat. The ways of God are very many. Die Wege des Herrn sind äußerst zahlreich. The means that He employed. Und die Mittel, die gebrauchte. The Bible is just full of these things. Die Bibel ist davon erfüllt. Then we have God's blessing. Und dann haben wir Gottes Segnungen. God is very often found blessing people and blessing things. So oft finden wir Gott als den Segnenden. On the other hand, there are the judgments of God. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Gerichte Gottes. He is a God of judgment. Er ist ein Gott des Gerichtes. And the Bible contains many of the judgments of God. Und die Bibel enthält viele der Gerichte Gottes. But when we have said all that, Aber nachdem wir das alles gesagt haben, and of course we can never really comprehend all that, und wir können in Wahrheit das alles niemals richtig erfassen. this book is always far, far too big for us. Dieses Buch ist übersteigt uns weit. But when we have said all that, Aber wenn wir das alles gesagt haben, not one of these things, persons, means used, blessings, or judgments, or anything else, is a thing in itself. so müssen wir sagen, dass nichts von all diesen Menschen, von diesen Wegen, die Gott braucht, von diesen Segnungen oder Gerichten, etwas in sich selber allein ist. If God is the God of creation, Wenn Gott der Gott der Schöpfung ist, if God chooses men, wenn Gott den Menschen erwählt, if God uses things, wenn Gott Dinge gebraucht, if God blesses or God judges, wenn Gott segnet oder richtet, He always does so with one object in view. so tut er das immer mit einem Ziel im Auge. He created all things for His Son.
schuf alle Dinge für seinen Sohn. That is a definite Bible statement. So steht es in der Bibel. He took hold of these persons with his Son in view. Nahm all diese Menschen mit im Hinblick auf seinen Sohn. So in Abraham, and through Abraham, we see God's Son. So sehen wir ihn und durch Abraham Gottes Sohn. Well, let us be content with making the statement. Nun, lasst uns damit begnügen, dass wir das sagen. If God blessed, it was because that thing stood right in line with his Son's interests. Wenn Gott das gesegnet hat, so war es einzig deshalb, weil es in Übereinstimmung stand mit seinen Planen. If you want the blessing of the Lord, get alongside of the Lord Jesus. Wenn wir den Segen des Herrn haben wollen, lasst uns in Einklang bringen mit dem Herrn Jesus. Be wholly committed to the Lord Jesus. Seid völlig ausgeliefert an den Herrn Jesus. The Father never sees us apart from the Lord Jesus. Der Vater sieht uns nie ohne den Herrn Jesus. It is in him that the blessing of God is to be found. In ihm werden wir den Segen Gottes finden. If the Bible has much to say about divine judgments, Wenn die Bibel viel über Gottes Gerichte zu sagen hat, and how much is said by the prophets about the judgments of God, und wie viel wird denn durch die Propheten über die Gerichte Gottes gesagt, it is because things then were contrary to his interest in his Son. so war es einzig darum, weil die Zustände damals im Widerspruch standen zu seinem Sohne. God always keeps his eye focused upon his one object. Gott behält immer sein Auge auf sein Ziel hingerichtet. That object is his Son. Und dieses Ziel ist allein sein Sohn. God wastes nothing. Gott verschwendet nicht. He is not just interested in little things as such. Interessiert sich nicht an kleinen Dingen als solchen. The little things become very big things with God when they're related to his Son. Die kleinen Dinge werden sehr groß und wichtig, wenn sie in Beziehung stehen zu seinen Sohnen. Are you a very little person? Seid ihr ein sehr kleiner Mensch, Very unimportant? sehr unbedeutend? If you are vitally related to his Son, God looks upon you as very important. Wenn ihr auf lebendiger Art mit seinem Sohne verbunden seid, so sieht euch der Herr als wichtig an. But it is not your importance nor mine, it is the importance of his Son. Aber es ist nicht eure oder meine Wichtigkeit, sondern einzig die des Herrn Jesus. See, this is true about any faithful school teacher. Und das trifft auch zu auf jeden wahren Schulmeister. I suppose all of us have been to school, Nehmen wir an, alle von uns sind in der Schule gewesen. and we have had our school teachers. Und wir hatten unsere Lehrer. And some of us in our school days, we did want to stand well with our teacher. Und einige von uns waren sicher bestrebt, gut zu stehen mit den Lehrern. We tried to please them because we wanted to be happy with our teacher, and we wanted to get all that the teacher could do for us. Wir versuchten, freundlich zu sein mit unserem Lehrer, weil wir sein Wohlwollen gewinnen wollten. But my recollection of school masters is this. Aber meine Erinnerung an Lehrer ist folgende. They did not have me in view. Sie schauten nicht mich als etwas Besonderes an. The only thing that they had in view where I was concerned was how their object was going to be realized. Das Einzige, womit sie nicht in Beziehung brachten, war, wie ihr Ziel erfüllt werden könne an ihr. They had got to have good scholars who passed examinations and came out top. Wir sollten gute Schüler sein, die ihre Examen glänzend bestehen sollten. And everything that they thought of related to that end. Und alles, woran sie dachten, stand in Beziehung mit diesem Ziele. Sometimes they would be very pleasant to me. Manchmal waren sie sehr freundlich mit mir. And then I thought, what a good boy am I. Dann dachte ich, oh, wie gut bin ich, ein guter Knabe. And sometimes it was the other way. Aber manchmal war es umgekehrt. And I knew something about the judgments of the school teacher. Und ich musste die Erfahrung der Gerichte des Lehrers machen. Now this was not because they liked me or disliked me. Aber das kam nicht davon, dass sie mich liebten oder mich nicht liebten. What they really did like was the end, when the examination came. Worauf sie blickten, war eigentlich das Ende, nämlich die Examen. So everything about me was looked at in the light of the one object. So alles, was mich betraf,
wurde betrachtet im Lichte dieser kommenden Examen. Now, I don't like to call God a schoolmaster, Nun, ich liebe es nicht, Gott einen Schulmeister zu nennen, but the principle is the same. aber das Prinzip ist dasselbe. He is looking at us in the light of His Son. Er schaut uns an im Lichte seines Sohnes. How does that man or that woman answer to my thought in my Son? Wie antwortet jene Frau oder jener Mann auf meine Begehren im Hinblick auf meinen Sohn? How much of my Son is there in that man or that woman? Wie viel von meinem Sohne ist in jenem Menschen enthalten? Later on we shall see how God works on that ground. Später werden wir sehen, wie Gott auf dieser Basis wirkt. But no, this is a principle in God's purpose. Aber denkt daran, dass dies ein Prinzip im Dienste Gottes ist. That leads us to the second principle. Und das führt uns nun zum zweiten Prinzip. While God is a God of purpose, Während also Gott ein Gott fester Absichten ist, ever moving in relation to that purpose, der ständig wirkt im Hinblick auf dieses eine Ziel, going on no matter what happens, going on with His purpose, der fortschreitet, unbekümmert um das, was geschieht, im Blick auf sein Ziel, working on the ground of His own sovereign lordship, der wirkt auf der Grundlage seiner eigenen Herrschaft und Souveränität, and no man can prevent Him. und kein Mensch kann ihn abhalten. He is going to reach His end. Er wird sein Ziel erreichen. That is why He has given us the book of the Revelation. Das ist der Grund, weshalb er uns die Offenbarung geschenkt hat. Before we reach the end, He has told us what it's going to be like. Bevor wir noch das Ende erreicht haben, sagt er uns schon, wie es sein wird. His purpose is going to be realized. Sein Plan wird in Erfüllung gehen. Nevertheless, He keeps to this other principle. Aber trotzdem hält er sich an dieses zweite Prinzip. He always retains man in a place of responsibility. Er hält den Menschen ständig in einer Stellung der Verantwortung. He never lets man off from responsibility. Er befreit den Menschen nie von seiner Verantwortung. Why is that? Warum das? Because His purpose in His Son is to be realized in man. Weil sein Ziel in Bezug auf seinen Sohn sich im Menschen erfüllen soll. The great corporate man in which Christ is to have His fullness. Der große, auf Menschen zusammengefasste Leib Christi, in dem der Plan Gottes für seinen Sohn erfüllt werden soll. Christ is not going to realize God's purpose alone. Christus wird Gottes Ziel nicht erreichen allein. He will not be in glory just as one isolated unit. Er wird nicht in der Herrlichkeit sein als ein einzig Dastehender. So we come back to our verse. So kommen wir zurück zu unserem Vers. Holy brethren, companions of our heavenly calling. Heilige Brüder, Gefährten der himmlischen Berufung. We are made companions of Christ Wir sind zu Gefährten Christi gemacht, if we hold fast. wenn wir festhalten. Paul says that the church is the fullness of Him that filleth all in all. Paulus sagt, dass die Gemeinde die Fülle ist, dessen, der alles in allem erfüllt. Hence, there is a responsibility resting upon man. Und deshalb liegt eine Verantwortung auf den Menschen. And there is no book in the Bible which emphasizes that more than the letter to the Hebrews. Und es gibt kein Buch in der Bibel, das diesen Gedanken mehr betont als der Hebräerbrief. In that connection, this letter is one of the most terrible letters in the Bible. In diesem comes out in this letter. und dies kommt zum Vorschein in diesem Brief. Indeed, it is going to be the thing which governs all our consideration through these days. Ja, es wird das sein, was unsere ganze Betrachtung dieser Woche beherrschen wird. If God's
takes up a vessel in relation to his purpose. Wenn Gott sich ein Gefäß erwählt im Hinblick auf seinen Sohn, It may be individuals, es können einzelne Menschen sein, or it may be a company of people, oder es kann eine Gruppe von Gläubigen sein, like Israel, zum Beispiel wie das Volk Israel, or like the men whom God took up in the Bible. oder wie die einzelnen Menschen, die Gott in der Bibel gebraucht hat. If God takes up a vessel in relation to his purpose, Wenn Gott sich ein Gefäß erwählt im Hinblick auf sein Ziel, and that vessel does not respond to God's will, und dieses Gefäß nicht auf Gottes Willen eingeht, God will pass by that vessel and find another. wird Gott dieses eine Gefäß auf die Seite stellen und sich ein anderes erwählen. He will call in others to take its place. Er wird andere hereinrufen, um seinen Platz einzunehmen. This is in the greatest instance what we have regarding Israel. Dies ist, was wir im großen Maßstabe sehen am Volk Israel. God chose Israel Gott erwählte sich Israel, to be the vessel through which he would bring in his son, um es als Gefäß zu haben, durch das er seinen Sohn auf die Erde einführen würde. Israel was called and chosen of God in relation to his son and his purpose in his son. Israel war als Volk erwählt und bestimmt im Hinblick auf seinen Sohn. And what did Israel do with his son? Und was hat Israel mit Gottes Sohn gemacht? They refused the son, Sie haben ihn zurückgewiesen. and therefore they refused God's purpose, Und damit haben sie auch das Ziel Gottes abgelehnt. and God put them aside and passed on. Und Gott hat sie auf die Seite gestellt und ist weitergefahren. Jesus said, therefore shall the kingdom of heaven be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruit thereof. Der Herr Jesus sagte, deshalb wird euch das Königreich genommen werden und denjenigen gegeben werden, die die Frucht davon bringen. Now this is the very meaning of this letter to the Hebrews, as we shall see. Und dies ist die eigentliche Bedeutung dieses Hebräerbriefes, wie wir es noch sehen werden. No one can say of Israel now, they are the companions of Christ. Niemand kann heute von Israel sagen, dass sie die Gefährten Christi seien. Israel was once the companion of God, Israel war ein Gefährte Gottes. and the companion of God failed God. Und dieser Gefährte Gottes versagte. What a lot of light this throws upon the Lord Jesus calling Judas amongst the 12. Wie viel Licht wirft das auf die Tatsache, dass Jesus Judas unter seine Jünger gewählt hat? Judas was one of the 12, Judas war einer der 12, called to be a companion, berufen zum Gefährten. and a companion betrayed his Lord. Und ein Gefährte verriet seinen Herrn. Israel was called to be the companion of God and Christ. Israel war berufen zum Gefährten Gottes und Christi. Israel betrayed the Son of God, Aber Israel verriet den Sohn Gottes. and Israel has suffered the doom of Judas, Und Israel hat das gleiche Schicksal wie Judas erlitten. a companion set aside, Ein Gefährte, der beiseite gestellt wurde, rejected, verworfen. but God going on with his purpose, Aber Gott fährt fort mit seinen Planen and bringing in others to take their place. und führt andere ein, um ihren Platz einzunehmen. So this explains this wonderful letter to the Hebrews, Dies also erklärt diesen wunderbaren Hebräerbrief. the letter of the place and the greatness of Jesus Christ. Es ist der Brief, der den Platz und die Größe Christi beschreibt. It sets forth the wonder of being called to be a companion of Christ. Der die wunderbare Größe unserer Stellung als Gefährten Christi aufzeigt. And then it makes it so clear what a terrible thing it is for those who are called to be companions to fail the Lord. Und dann zeigt er, wie schrecklich es ist für jene, die zu Gefährten Christi berufen sind, wenn sie in dieser Berufung versagen. It says,
how shall we escape if we neglect so great salvation? Das heißt, wie sollen wir entrinnen, wenn wir eine solch große Erlösung vernachlässigen? You can never understand that phrase, so great salvation, until you understand the meaning of being a companion of Christ. Wir können diesen Ausdruck, eine so hohe Erlösung, nicht richtig verstehen, bevor wir die Bedeutung des Gefährteseins verstehen. Is there anything greater than being a companion of Jesus Christ? Gibt es etwas Größeres, als ein Gefährte Jesu Christi zu sein? When you think of who He is, Wenn wir daran denken, wer ist, and when you think of all that God has purposed concerning His Son, und wenn wir daran denken, was alles Gott im Auge hat im Hinblick auf seinen Sohn, then to think that you and I are called to be companions of that Son of God, und dann daran zu denken, dass ihr und ich berufen sind zu Gefährten dieses Sohnes Gottes, that is indeed a very great salvation. das ist wirklich eine sehr große Erlösung. It is the so great salvation. Es ist die so große Erlösung. Well, now this morning we have spent our time just going round this one word, companion. Nun, heute Morgen haben wir uns kurz dieses eine Wort Gefährte bewegt. The New Testament is built around that one word, Das Neue Testament bewegt sich oder ist dieses Wort herumgebaut, around the one idea of companions of Christ. diesen einen Gedanken, Gefährte Christi. Christ is first seen choosing his companions, Wir sehen Christus zuallererst, wie seine Gefährten auswählt. and then he is seen teaching them by word and by deed. Und dann sehen wir ihn, wie seine Gefährten belehrt, durch Worte und Taten. And then he is seen testing and sifting them. Und dann sehen wir ihn, wie seine Gefährten prüft und sieht. Are they true companions? Sind sie wahre Gefährten? Or are they only associated with him for what they are going to get from him? Oder sind sie ihm nur beigesellt, deswegen, was sie von ihm erhalten werden? You can have plenty of companions if you give them everything. Wir können viele Gefährten haben, wenn ihr ihnen alles gibt, was sie wünschen. If they can get all that they want from you. Wenn sie alles haben können, was sie von euch verlangen. But what about the day when you can give them nothing but suffering Aber was geschieht an dem Tage, da ihr ihnen nichts mehr geben könnt als Leiden and persecution und Verfolgung and everything that is against their natural interests? und lauter Dinge, die gegen ihre natürlichen Interessen sind? You can only offer them a place in the Father's house. Wenn ihr ihnen nur eine Wohnung in des Vaters Hause offerieren könnt, So he sifted them. und so siegte sie, He tested them. prüfte sie, And on more than one occasion it is said they walked no more with him. und mehr als einmal heißt es, dass sie ihm nicht mehr nachfolgten. From that day many of his disciples went away. Von jenem Tage an verließen ihn viele seiner Jünger. Companionship is something tested and sifted through adversity. Die Stellung als Gefährte wird erprobt und gesiegt durch viele Schwierigkeiten. And if you have an extra lot of testing, Und wenn ihr besonders viele Prüfungen habt, an extra lot of suffering in your relationship with Christ, ein besonderes Maß an Leiden in eurer Gemeinschaft mit Christus, try to do this thing which we all find the most difficult thing to do. versucht das zu tun, wovon wir alle finden, es sei das Schwerste. That is, he is seeking to have us as his closest companions. Dass denkt daran, dass versucht, uns als seine nächsten Gefährten zu haben. In fellowship with him, not only in his glory, but in his suffering. In Gemeinschaft mit ihm, nicht nur in seiner Herrlichkeit, sondern auch in seinem Leiden. So the relationship with Christ, as in the Gospels, is on the basis of fellowship. Die Beziehung zu Christus in den Evangelien bewegt sich in dieser Richtung des Gefährteseins. Oneness in life, Einheit des Lebens, oneness in purpose, Einheit im Ziele, oneness in experience, Einheit in der Erfahrung,
and oneness in discipline. Und Einheit in der Zucht. Oneness in death, burial, and resurrection. Und Einheit im Tode, im Begrabensein und in der Auferstehung. Oneness in His anointing. Einheit in seiner Salbung. And then at last, oneness with Him in His heavenly glory. Und dann schließlich Einheit mit ihm in seiner himmlischen Herrlichkeit. I close this morning with this important word. Ich schließe für heute Morgen mit diesem wichtigen Wort. We must realize that Jesus is repeating Himself in a spiritual way in this dispensation. Wir müssen verstehen, dass Jesus Christus sich auf geistliche Art in der heutigen Zeit wiederholt. When Luke wrote the book of the Acts, he commenced with these words, what Jesus began to do and to teach. Als Lukas seine Apostelgeschichte schrieb, begann er mit diesen Worten. Ich habe dir geschrieben, was Jesus begann zu tun und zu reden. And Luke's implication is, I'm now going to write what he is going on doing and teaching. Und damit meint Lukas, dass er sagen will, ich will jetzt fortfahren zu zeigen, was er tut. It is the same Jesus. Es ist der gleiche Jesus. He is doing the same work and teaching the same things. Er tut das gleiche Werk und lehrt die gleichen Dinge. But there is a difference. Aber mit einem Unterschied. Then it was by illustration in a temporal way. Damals war es in Bildern auf irdische Weise. Now it is the meaning of those things in a spiritual way. Aber jetzt in der geistlichen Bedeutung dieser Dinge auf geistliche Art. The meaning that was in the things then is now in what He is doing with us in a spiritual way. Die Bedeutung, die hinter jenen tatsächlichen Dingen lag, liegt jetzt in dem, was er jetzt in uns tut, auf geistliche Weise. Did He open physically blind eyes? So wie er blinde Augen sehend gemacht hat, He is now opening spiritually blind eyes, and that's very much more important. so öffnet er jetzt geistlich blinde Augen, und das ist noch viel wichtiger. So that's just an indication of what I mean. Das ist nur ein Hinweis auf das, was ich sagen will. This same Jesus is going on with the same work in me now, with you and with me. Dieser gleiche Jesus fährt fort mit dem gleichen Werk in uns, in euch und mir, auf geistliche Art. He is repeating His earthly life in a spiritual way. Er wiederholt sein irdisches Leben auf geistliche Weise. He is more on the line of meaning than of acts now. Es geht ihm jetzt mehr um die eigentliche Bedeutung als um die Taten. Why do we say that? Warum sagen wir das? Well, when we were children, we used to sing a hymn. Nun, als wir Kinder waren, sangen wir gerne ein Lied. And I think when we're grown up, we often feel the same. Und ich glaube, wenn wir erwachsen sind, empfinden wir oft dasselbe. We used to sing, I think when I read that sweet story of old. Wir singen, ich denke, wenn wir dieses alte, herrliche Lied, diese alte, herrliche Geschichte hören, When Jesus was here among men. als Jesus hier unter den Menschen weilte, And then it finishes, I should like to have been with Him then. und dann schließt dieses Lied mit den Worten, ich möchte, ich wäre damals bei ihm gewesen. Do you feel you would like to have lived with Him then on the earth? Habt ihr dieses gleiche Verlangen, dass ihr damals zu seiner Zeit gelebt hättet? Is that the best thing that you can think about? Ist das das Schönste, woran ihr denken könnt? Let me tell you, you have got something far better than that now. Lasst mich euch sagen, ihr habt jetzt etwas viel Besseres, als jene damals hatten. That same Jesus is with us, Derselbe Jesus ist mit uns, but oh, on a much more wonderful basis than then. aber auf einer viel herrlicheren Grundlage als damals. We are called now to be companions of Christ. Und wir sind heute berufen, seine Gefährten zu sein. Companions of the heavenly calling. Gefährten der himmlischen Berufung. And His dealings with us perhaps are far more real
Und seine Wirken an uns ist vielleicht noch viel realer. Because his dealings with us are spiritual and eternal, Weil sein Wirken heute geistlich und ewig ist, while his dealings then were only physical and for the time being. während seine Handlungen damals nur irdisch, physisch waren und nur für eine Zeit dauerten. It is a good thing to look after people's bodies, Es ist etwas Gutes, wenn wir für die Gesundheit der Menschen sorgen and to help them in this life. und ihnen in diesem Leben helfen. But there is something very much more than that. Aber es gibt etwas, was weit darüber hinausgeht. It is that heavenly calling, Es ist diese himmlische Berufung, that which is eternal, das, was ewig ist, that which will not pass as our life work when time is no more. das, was nicht als unser Lebenswerk vergehen wird, wenn unsere Stunde geschlagen hat. Wherefore, holy brethren, companions of a heavenly calling, Deshalb, heilige Brüder, Genossen einer himmlischen Berufung, we are made companions of Christ if we hold fast. wir sind zu Gefährten Christi gemacht, wenn wir standhalten. All that is only by way of laying a foundation. Aber das alles geschieht nur, wenn wir einen Grund legen. As the Lord helps in these coming days, we shall build on that foundation. Und mit des Herrn Hilfe werden wir auf diesen Grund weiterbauen in den kommenden Tagen.